The biggest question today was for us if we should make this video, what is in my mind, if we should make this video in English or in German. And I struggle all the time, every single minute of this day, with this question, if it is better in English or if it is better in German. And we find no answer, but I think we should do what the Moss Princess have said. Listen to your heart. So how it feels good, and so how you want it. So in this way, and yes, the best way is to talk right now in German. And it isn't easy for me to separate this vlog right now from English to German, because here in my Marmalade channel, this is my comfortable zone where I feel the most time better when we talk in English, of course. That makes it a little bit sad. Aber, abracadabra, mein Hund ist ja da. My dog is here. Yeah. Also, wir starten mit einem schönen Kakao. Oh Mann, mein Phone, das ist nicht immer so sehr gut mit Aufnahmekapazitäten timen. Das bedeutet, wir haben auch noch die Zeit im Nacken. So wie es aussieht. Also, es gibt da eine Sache, die ich unbedingt auf meinem Kanal festhalten möchte. Obwohl ich diese Angelegenheit eigentlich nicht dem Kanal von Die Regenkönigin, ich wollte das Thema eigentlich nicht der Regenkönigin, ihrem Kanal, absprechen als Marmalita. Aber ich glaube, dass das Ganze einfach so sehr intensiv ist und dazu gehört, und es hat mich auch wieder die Nacht extremst beschäftigt. Weswegen ich mir einfach denke, ich habe auch gestern Abend noch draußen mit die Moosprinzessin über diese Situation gesprochen und hatte auch gestern unseren Baumarkt Tag hinter uns gebracht und hatte auch schon zuvor während des gesamten Arbeits kannst du nicht sagen, aber während des gesamten
Alltags, besser gesagt, Alltagsaufwand, den wir da so hatten. Gerade für die neue Wohnungssuche hatten wir da einen Moment gehabt. Also ich sage es einfach so raus, wie es ist, okay? Diese richtigen Worte zu finden, das klappt jetzt gerade sowieso nicht, weil ich dafür eigentlich viel zu emotional bin. Normalerweise, ja, ihr wisst ja, eine Meerjungfrau-Soldatin kennt keinen Schmerz. Also von daher hat uns das nicht zu betreffen. Aber es ist eben so gewesen, dass auch eine Meerjungfrau-Soldatin und auch die Regenkönigin doch nochmal die Charaktere eines Horror-Fantasies sind und ich eben als Murmellitter hier auf diesem Kanal privat agiere. Und naja, es ist halt auch manchmal mehr harte Schale, weicher Kern à la Avocado. Und dem ist es auch so gewesen, als mich in meinem E-Mail-Postfach eine alte Anzeige erreicht hat, in dem es darum geht, dass ich mal ein Inserat gesetzt habe, dass ich Wohnungen suche in den Gebieten, wo mein Herz zu Hause ist. Und da kam eben ein Wohnort zum Vorschein und hat mich daran zurückerinnert. Wartet. Wir müssen da ein bisschen die Stimme ölen. Mensch, wie kriegst du denn hin? Ich habe mich extra hübsch gemacht für das Video. Also wir wurden eben daran zurückerinnert, Home is where the heart is. Jetzt ist es raus. Okay, gut. Kind ist geboren. Yeah. So. Und ich möchte am Ende diesen Videos ein Video verlinken. Zu dem Video, was ich tatsächlich auf Deutsch auch verlinken werde, weil das Video ist ja jetzt nur mal auf Deutsch auch gesprochen. Und zwar heißt das Video Traumata. Ich kann nicht. Und das Video erklärt nochmal ganz explizit, was das alles eigentlich mit mir gemacht hat, worüber wir jetzt reden werden. Und es ist einfach im Augenblick gerade so, dass ich ja ich nenne es jetzt mal eine Depression, ohne dass ich diese bisher jetzt hier bis hierhin ausgestellt bekommen habe, weil ich ja noch auf meinen Therapieplatz warte. Und auch da möchte ich auch dem Kanal der Regenkönigin noch nicht allzu viel absprechen, weil da die Regenkönigin noch sehr vieles mehr dazu zu sagen hat, als das jetzt im Augenblick gerade möglich ist für mich. Ja, aber die Sache ist die, es hat uns jetzt privat gerade ja, wieder sehr, sehr wachgerüttelt und aufgeweckt und hat uns auch nochmal zu verstehen gegeben, dass es ganz schön viel ist. Und um das ein bisschen besser nachvollziehen zu können, worum es mir jetzt geht, wollte ich eigentlich mal ganz kurz einsteigen in eine Geschichte, die ich einmal geschrieben habe, über die Leute, die ich namentlich nicht nennen werde, aber die eben mein Leben bis hierhin sehr zerstört haben. Und diese Leute, über die habe ich mal eine Geschichte geschrieben
Und zwar habe ich die Geschichte in Vergangenheit geschrieben zu dem Zeitpunkt, weil es mir damit besser ging, mich nicht mit der Gegenwart beschäftigen zu müssen, weil die Gegenwart, in der ich mich in dem Moment, in der Situation befunden hatte, schon schwer genug gewesen ist. Und deshalb habe ich diese Geschichte geschrieben in Vergangenheit, damit es mich nicht ganz so sehr mitnimmt, weil es war schon alles schwierig genug. Und diese Geschichte wollte ich mal ganz kurz einbringen. Ein paar von euch kennen die Geschichte ja schon. Geht's besser? Ja. Husten. Ah, alles wieder gut? Ja, alles ist wieder gut. Ich habe auch manchmal ein trockenes Hals. Ich muss ein bisschen Wasser trinken. Ich habe hier frisches Wasser hingestellt. Fresh Water. So, also, wir machen weiter. Und zwar, es ist Zeit. So, es ist Zeit, eine neue Geschichte zu schreiben. Wir nennen sie erst einmal, es ward einmal, weil es sich gut anfühlt, in Vergangenheit zu lesen. Und noch expliziter sogar, zu der Zeit, weil es sich gut anfühlt, in Vergangenheit zu schreiben. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege, aber ich muss. Es ward einmal. Nichts passiert im Leben ohne einen ganz bestimmten Grund, sagte unsere irdische Chefin und weiter. Irgendwann wirst du zurückschauen und du wirst sagen, wenn da nicht diese eine Riesenkatastrophe gekommen wäre, dann wären wir heute nicht hier. Irgendwann, flüstert die Hoffnung mit den trügerischen Worten aus der Erinnerung heraus, welche der Kerl und seine menschliche Eselin mit dem Namen Ia in unserer Anwesenheit aussprachen. Was haben wir uns da bloß? Ihr fiel für gewöhnlich nichts Gescheites ein, doch später einmal vielleicht. Es ward einmal diese eine Riesenkatastrophe, in die wir mit die Moosprinzessin und unserem tierischen Komplizen Marlon, unseren Familienhund, wie wir ihn liebevoll nannten und nennen dürfen, hineingeraten waren. Zunächst verschlug es uns von der kleinen Stadt auf das Land, weil unsere Wohnung, in der wir wohnten, von unserer ehemaligen Vermieterin verkauft wurde. Die Auswahl war schwindelerregend gering und wir nahmen, was wir bekommen konnten. Längst noch nicht angekommen in das Zuhause, wo es mir das Herz hin verschlägt, auf Englisch Home is where the heart is. Aber eine Wohnung am Rande des Weltenwaldes, in die ein Hund genauso in das Familienbild hineinpasste wie ein Mensch. Eine Wohnung, am Rande des Weltenwaldes, in Start Somewhere, zu Deutsch, fang irgendwo an. Und Start Somewhere ward einst unsere größte Katastrophe, für die es galt, einen sehr, 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 sehr langen Atem zu bewahren. Das Schlimmste in Start Somewhere ward, dass IA und der Kerl versuchten, ihren gemeinsamen Betrug so echt wie nur möglich nach außen aussehen zu lassen. Ganz gleich vor wem: Nachbarn, Freunde, Verwandte, Anwälte, Richter. Jeder verfiel dem Anschein, dass
verfiel dem Anschein des Ehepaares mit dem idyllischen Haus in einem idyllischen Örtchen. Ihr Ziel, die Regenkönigin und die Moosprinzessin mit einer Räumungsklage beiseite zu räumen. Charakterlich beschreiben konnten wir sie einst so: charakterlos, gemein, gewissenlos und gierig. Die Katastrophe in Start Somewhere ist nur so lange gut gegangen, wie wir den Betrug stillschweigend und unweigerlich erduldet hatten. Sprich, das stetige, unerlaubte Betreten unserer Privatsphären, Woche um Woche, Jahr für Jahr, seit April 2020. Jedwedes Mal alles Hab und Gut verstecken zu müssen, gegen unseren Willen, weil das kein Mensch machen musste. Nur wir. Nur wir. Und es riss nicht ab. An keinem einzigen Tag. Wir mussten uns darüber tot ausschweigen, eine Wohnung in Start Somewhere angemietet zu haben, die vollkommen unrenoviert war. Der einzige Raum, der zum Einzug frisch renoviert übergeben ward, in untypischer Wohnraumwandfarbe, beige. Geschmäcker sind bekanntermaßen verschieden, doch ahnten wir bereits, was die Zeit aufzeigte. Schwarzer Schimmel, der uns alles erbrachte. Ja. Von Nasenbluten, Atemnot, Kopfschmerzen, permanente Atemwegsentzündungen. Kopfschmerzen hatten wir schon. Halsschmerzen. Immer wieder sollten wir nur den Schimmel mit einem Schwamm und heißem Wasser wegwischen, laut der Kerl. Wir tauschten sogar die Zimmer, die Moosprinzessin und unser eins. Dieselbe Rotze, nur nicht rot, sondern gelb. Wir zogen zusammen in einen Raum, der von da an alles für uns ward. Nämlich unser Wohnzimmer-Schlafzimmerbüro. Wir bekamen von den unterschiedlichsten Menschen unheimlich viel Unterstützung. Hilfe, Mobiliar. Alles geschenkt. Alles. Denn nach der Trennung von meiner großen Liebe zogen wir praktisch so in die Wohnung der Stadt, als sei uns das Haus abgebrannt. Genauso. So gut wie mit nichts. Fast mit nichts. Nur mit der Unterstützung all dieser Menschen fanden wir zurück in vernünftige Wohnverhältnisse. Inzwischen nennen wir sie unsere Freunde. Auch wenn keiner von ihnen weiß. Und auch wenn keiner von ihnen wusste, wie es wirklich um uns stand. Viel zu groß ist die Angst, dass mir nicht geglaubt wird. Der schwarze Schimmel in Start Somewhere blühte alsbald durch die dunkle, frisch renovierte Wandfarbe. Und der schwarze Schimmel blühte.
auf all den Möbeln von unseren Freunden, die wir geschenkt bekommen hatten und die wir mühevoll in die Souterrain-Wohnung hinuntergeschleppt hatten, gemeinsam. Der schwarze Schimmel machte sich breit auf all meinen Verlagsunterlagen, Papieren im Allgemeinen und sogar Dekorationen und natürlich auch auf unserer Kleidung, überall. Alles musste auf den Sperrmüll. Mitten im Regen und der Himmel weinte meine Tränen. Ja, wir trugen all unseren Kummer über die Wohnungssituation in die Therapiestunden. Zu der Zeit hatte ich nämlich auch schon eine Therapie. Wegen der unzähligen, unerlaubten Zutritte, die ich nicht beweisen konnte. Die Nutzung über unsere privaten Dinge, wie zum Beispiel das vegane Essen zu verwenden, aus unserem Kühlschrank. Dem Wühlen in meiner Unterwäsche, welches unsereins zu dem Zeitpunkt noch in der Wohnzimmerschrankwand versteckte. Wir erzählten ebenfalls in den Therapiestunden davon, dass uns rund 300 € gestohlen wurden. Und von einem Energiediebstahl. Mit einem Magneten, befestigt an ihrem Stromkasten. Und seinem Elektrowohnmobil. Umsonst. Nee, da bin ich in der Zeile verrutscht. Also. Und von einem Energiediebstahl mit einem Magneten, befestigt an ihrem Stromkasten, der in unserer Wohnung sich im Heizungsraum befand. Damit belieferte er quasi seine Wohnung, besser gesagt sie beide. Damit belieferten sie beide ihre Wohnung und ihr Elektrowohnmobil, ein riesengroßes. Und das ganz umsonst mit Energie. Energiekosten, für die jeder anständige Bürger arbeiten geht. Wir suchten von vornherein nach neuem Wohnraum. Fanden nichts Günstiges durch Corona. Lebten in ständiger Angst, nichts zu finden, mit dem Wissen, wir würden herausfliegen, wenn wir die Katastrophe zur Anzeige bringen würden. Mit dem Wissen, wir könnten sogar womöglich obdachlos werden, wenn wir all das anzeigen, da wir eine Räumungsklage mit großer Sicherheit bekommen würden. So war es dann geschehen. Aufgrund der Anzeige kündigten sie mir. Weil man mit mir unter diesen Bedingungen oder unter diesen Umständen so nicht mehr weiterleben konnte. Laut einem Paragraphen, so der Richter der Räumungsklage gegen der die Räumungsklage gegen uns endgültig verhangen hatte, habe jeder Hausbesitzer das Recht, die Wohnung räumen zu lassen, wenn ein gemeinsames Miteinander in den Augen des Vermieters nicht gut vonstatten ginge. In Anführungsstrichen, auf der einen Hand ist genau so ein Gesetz für Hauseigentümer richtig und wichtig, wenn es denn mehr schlecht als recht läufe, doch wurde bei der Beschließung dieses Gesetzes eines nicht im Blick behalten. Und zwar,
dass es immer zwei Seiten der Medaille gibt. Wir hatten zwei Möglichkeiten vom Richter bekommen. Entweder wir stimmen der Räumung zu, so würden wir einen Monat länger Zeit bekommen bis zum Tag der Tage. Insgesamt 3 Monate Zeit. Oder wir würden nicht zustimmen und uns blieben jetzt nur noch von da an 2 Monate Zeit, um etwas Neues zu finden. Eine Wohnung bietet Schutz, Wärme und Geborgenheit für jeden von uns, für jeden Einzelnen. Ob mit oder ohne die schlimmste Katastrophe. Denn der Verlust einer Wohnung führt zur Obdachlosigkeit. Die Anwältin von der Kerl und IA verstand meine Worte nicht, weswegen eine Räumung vollkommen ungerechtfertigt wäre. Selbstverständlich will, kann und durfte ich auch aus elterlicher Perspektive nichtmals länger als nötig in solchen Zuständen leben. Jedoch muss man mir die Gelegenheit geben, in einem vorhandenen Wohnraum wechseln zu können. Und IA krächzte laut in den Gerichtssaal. Du bist doch selbst daran schuld! Richtig, richtig, richtig unangenehm. Wir haben uns so sehr für sie geschämt. Die Frage hätte niemals lauten sollen, was haben wir uns da bloß ins Haus geholt? Sondern zu wem sind wir da bloß ins Haus gezogen? Falls jemand jemanden kennt. Und in diesem Moment habe ich dann noch das Ende so beschrieben, in der Hoffnung, vielleicht kennt jemand noch mit Wohnraum in der Nähe des Wohnortes, wo wir bereits Wurzeln geschlagen hatten. Und das ist das, was mich am meisten beschäftigt. IA und The Block legen sogar noch einen weiter drauf und stellen uns gerichtlich gerade alles in Rechnung. Die Fußböden stellen sie uns, das komplette Parkett stellen sie uns in Rechnung, wo wir mit 2 Personen nur gelebt haben. Das wollten sie alles erneuert haben. Alles. Ganz egal, was es ist. Dass ich die Tapeten runtergezogen habe. Dass die ganzen Türen stellen uns einfach alles in Rechnung. Das gesamte Haus. Und das ist jetzt sozusagen die zweite Gerichtsverhandlung, die jetzt im Mai, Anfang Mai, am 5. Mai soll die Gerichtsverhandlung stattfinden. Und ja, wir haben uns einen Anwalt genommen. Und was mich einfach am allermeisten und am allertiefsten getroffen hat, ist einfach, dass wir 500 Kilometer weit wegziehen mussten. Gezwungen waren, von jetzt auf gleich unser Nest zu verlassen, beziehungsweise unsere Hut, unsere Umgebung, da wo wir Wurzeln geschlagen haben und wo wir uns einfach unglaublich zu Hause gefühlt haben. Und da kommen dann 2 Menschen in dein Leben und tun alles dafür, um dein ganzes gesamtes Leben zu zerstören. Und du hast keine andere Möglichkeit mehr, als wieder einmal zu nehmen, was kommt. Und wir mussten 500 Kilometer weit wegziehen.
Und 500 Kilometer weiter hinter mir, da ist mein Zuhause. Und wir sind jetzt hier seit Juli 2024. Und das die ganze Zeit mit dem Wissen, dass wir nicht daran schuld gewesen sind. Die ganze Zeit nicht. In 4 Jahren, seit 2020 nicht. Und das ist der Grund, diese Riesenkatastrophe ist der Grund für meine Depression. Und für den ganzen Schmerz vor allem, den ich in mir trage. Und ich für all meine Albträume und für alle meine Sorgen und für alle meine Gedanken, für dieses ganze Unverständnis, für dieses ganze, was ich nicht verstehen kann und zu wissen, dass wir einfach hier nicht hätten sein brauchen, wenn es die beiden nicht gegeben hätte, wenn die beiden uns nicht unsere Wurzeln einfach so zerschlagen hätten, da wo wir eigentlich hingehört hätten. Wir sind hier, wir sind weit weg und ja, es tut gut zu wissen, dass sie nicht mehr in unserer Nähe sind und dass sie nicht mehr in unsere Wohnung reinkommen und nicht mehr tun können und lassen können, vor allem, was sie wollen in unserem Leben. Aber der Preis ist sehr ungerecht gewesen und sehr groß gewesen und ich habe eine unglaublich große Anpassungsstörung dadurch bekommen. Ich kann es nicht verstehen, ich kann es nicht akzeptieren, dass es so ist, wie es ist und kann mich schlecht anpassen an die Situation. Das bewegt schon sehr. Und dann kam ja diese Nachricht in mein Postfach rein, ja. Mit der Umgebung, mit der Anzeige, die ich da einmal für eine Wohnungssuche gestellt hatte. Und ich hatte so viele Anbieter schon gelöscht, dass ich nicht mehr informiert werden möchte. Und ich dachte, wir werden fertig damit, aber es kam einfach tatsächlich doch nochmal so eine Anzeige rein und hat genau diese Wunde. Hat einfach nur diese Wunde nochmal ein bisschen größer aufgerissen, als sie ja sowieso schon ist. Und ich habe mir die Frage gestellt, gestern Abend zusammen, nachdem wir im Baumarkt gewesen sind und versucht haben, das Beste aus unserem Alltag zu machen, so wie jeden Tag, einfach zu scheinen und stark zu sein, stark zu bleiben und uns vor den beiden auf jeden Fall zu beschützen, so wie mir das auch mein Anwalt geraten hat, dass wir jetzt zusehen werden, wie wir uns beschützen. Und da war ich auch sehr glücklich, dass ich da jemanden habe, der das auch verstehen konnte, weil im Grunde genommen haben ihr und The Block, also ihr und der Kerl, es immer geschafft, allen einen, ja, richtig, richtig heftig. Ach, naja, sie haben es halt geschafft und die Sache ist einfach die, wenn ich könnte, ich habe natürlich auch viele neue Pläne für die Zukunft geschmiedet, weil man soll ja nicht aufgeben, ne? Man soll ja immer schön weitermachen und ich bin eben auch schon sehr, sehr oft in meinem Leben umgezogen, auch schon wirklich von klein auf an.
jedes Jahr mindestens 2-mal. Minimum. Und so zog sich das eben all die Jahre immer schön durch und so. Und ich kann aus Erfahrung sagen, dass der Mensch so gestrickt ist, dass man überall sich ein neues Zuhause bauen kann. Und dann hat sich mir die Frage gestellt, dieses wirklich ganz tiefes Gedankengut, was ich da hatte, war gewesen, wenn ich die Chance hätte, würde ich die 500 Meter wieder zurückgehen. Wenn ich die Chance einfach so kriegen könnte, zurück in den Ort, den ich nenne Home is where the heart is, würde ich es tun, ja oder nein? Trotz all der Pläne, die ich jetzt für die Zukunft schon wieder entwickelt habe. Und natürlich kommt dann die Intelligenz zum Vorschein und fragt mich, wie? Der Moment wird nicht kommen. Und meine Anpassungsstörung, die gibt mir das Gefühl, dass ich hier nicht hingehöre, dass das nicht gerecht gewesen ist, dass mein Zuhause hinter mir liegt. Ach ja. Ne, so ist es halt, ne? Ach. So. Ich habe halt schon seit 2010 war das 2010 oder 2011 schon im Westerwaldkreis gelebt in Rheinland-Pfalz und habe für mich da entschieden, dass es mein Zuhause ist, dass ich da wachsen will, dass ich da alt werden möchte. Und ja, jeder, der das kennt, wenn man sich irgendwo extrem heimisch fühlt und wo man gerne ist und wo man die Menschen kennt, wo man die Gesichter kennt, wo man die Orte kennt, wo man die Straßen kennt, wo man die ganzen Nachbarsorte kennt, wo man die Regionen kennt, die Pfade kennt, die Wälder kennt. All diese wahnsinnig tiefen Wurzeln, und je länger du da lebst, desto tiefer werden diese Wurzeln und desto mehr fühlst du dich einfach so sehr behütet und du kennst dann einfach deine ganze Umgebung und das macht dich einfach dann auch glücklich. Und das fehlt. Und die Frage besteht, wenn ich könnte, wenn irgendwas passieren würde und würde ich es tun, würde ich wieder zurückgehen. Das habe ich meine Tochter gefragt. Was meinst du? Würde ich es tun, ja oder nein? Wenn sich die Möglichkeit ergeben würde. Mit dem Hintergrundwissen, dass wir schon neue Pläne für die Zukunft geschmiedet haben.